Die Rue d'Orsay lag auf der anderen Seite eines finsteren, von baufälligen Lagerhäusern gesäumten Flusses, den eine massige Brücke aus dunklem Stein überspannte. Es war stets dämmerig an diesem Fluss, als wehre der Rauch der umliegenden Fabriken die Sonne fortwährend ab. Überdies stiegen vom Fluss üble Gerüche auf, die ich sonst nirgends gerochen habe und die mir eines Tages vielleicht dabei helfen, ihn zu finden, da ich sie sofort wiedererkennen würde. Jenseits der Brücke lagen enge, gepflasterte Straßen mit Eisengeländern. Dann kam erst ein mählicher und dann unglaublich steiler Anstieg, ehe man die Rue d'Orsay erreichte. Ich habe noch keine so enge und steile Straße wie diese gesehen. Sie glich fast einer Klippe, war für alle Fahrzeuge gesperrt, bestand an mehreren Stellen aus Treppenfluchten und am oberen Ende schloss eine hohe efeu bewachsene Mauer sie ab. Das Pflaster war unregelmäßig, bestand aus Steinplatten, mal aus Kopfsteinen und manchmal aus nackter Erde, auf der eine zähe, grüngraue Vegetation wuchs. Die Häuser waren hoch, von Spitzdächern gekrönt und unglaublich alt. Sie neigten sich auf verrückte Weise nach hinten, nach vorn und zur Seite. Zuweilen schienen zwei gegenüberliegende Häuser, die beide nach vorn geneigt waren, sich wie ein Bogen über der Straße zu vereinen. Auf jeden Fall tauchten sie dadurch die Straße in Dunkelheit.